Ja, ganz herzlich willkommen hier zu unserem ganz spontanen, kurzen Interview, Gespräch, würde ich sagen, hier mit Dr. Ralf Masur. Es ist mir wirklich eine Ehre, ihn hier bei unserem Kurs zu haben. Und es spricht für ihn, denn es gab auch schon viele, die gesagt haben, nee, ich weiß alles, ich kenne alles, ich gehe doch nicht nach Kreuzlingen. Und er kam jetzt tatsächlich einige Tage hier zu uns, 3 Tage um genau zu sein, um sich das alles anzuschauen. Und ich denke, daran erkennt man den echten Profi, dass er wirklich ins Detail wissen will, was kann ich verbessern. Denn ich glaube, das zeichnet uns beide aus. 58.000 Implantate, 38.000 Implantate, dafür ein paar mehr Keramik. So karmisch musst du noch ein bisschen was an dir arbeiten, dass man versucht, wirklich Dinge zu verstehen und ins Detail zu gehen und nicht einfach leichtfertig mit irgendwas startet. Also ganz, ganz herzlich nochmal möchte ich dich begrüßen hier bei SDS und bei der Fortbildung All in One. Und jetzt einfach mal die Frage, was war so deine Idee zu Keramikimplantaten der letzten 10 Jahre und wie hat sich das jetzt transformiert in den letzten Monaten, Wochen? Lieber Uli, ja, vielen Dank auch und ich freue mich auch, dass ich den Einblick hier so intensiv von dir bekomme. Du bist ja ganz offen und dein Team auch mit allen Fragen und auch kritischen Tönen. Das ist, glaube ich, die Grundlage weiterzukommen. Und Neugier und neugierig müssen wir bleiben. Neugier ist sicherlich für die Biologie das Entscheidende. Ich habe einen ähnlichen Weg, wir kennen uns seit 30 Jahren, beschritten, indem ich immer autologe Materialien verwende, also auch wirklich versuche, dem Körper zu geben, was er mir gibt. Und habe auch frühzeitig schon erkannt, dass keramische Oberflächen, vor allem bei der Haut, beim Weichgewebe, Reaktionen, auffällige klinische Reaktionen in die Verbesserung bringen. Und von daher war mein eigener Weg auch schon die letzten Jahre, ich habe es dir berichtet, das Metallische zu verbessern, indem Ja, eine keramische Oberfläche, das ist ein Patent, was ich habe, ja, versucht wird aufzubringen. Das hat sich aber durch die Zulassungen jetzt noch nicht etabliert. Und für mich ist dann der Weg in die Keramik eigentlich die Königsdisziplin in die Bioverträglichkeit. ja. Und hat sich in den letzten, sage ich mal, Jahren, 1, 2 Jahren in deiner Wahrnehmung was verändert? Ich bin jetzt ja schon 22 Jahre auf dem Keramikweg und habe natürlich auch gegen viele Vorurteile ankämpfen müssen. Ganz klar hat sich vieles verbessert. Früher hatten wir wirklich eine höhere Frakturgefahr. Heute sind wir deutlich stabiler in Keramik als in Titan. Wir haben heute eine einigermaßen gute Studienlage. Es gibt die S3-Richtlinie, die einteiligen Implantate und SDS-Implantate sind alle einteilig, auch die zweiteiligen in der Kategorie, sogar fully recommended, voll empfiehlt. Ist das für dich ein Kriterium, das jetzt auch, sagen wir mal, von der Wissenschaft her und von den Leitlinien, spielt es für dich eine Rolle, dass hier, sagen wir mal, jetzt auch so ein Backup da ist für den Anwender draußen? Definitiv, die Wissenschaft ist ja die Grundlage, dass sich der Praktiker auch sicher fühlen kann. Und da bist du und dein Team sicherlich Vorreiter und das System extrem gut dokumentiert. Ohne das kann der Praktiker das ja dem Kunden gar nicht gut empfehlen. Ja. Ich durfte ja dabei sein, als du deine ersten 5 Implantate gesetzt hast mit SDS. Und das Spannende war ja, dass eines der Nachbarimplantate dort, aber erzähl's mal selber. Ja, du hast es gleich definiert. Das war ein altes Ja, Schulte-Implantat, das scheinbar 30 Jahre schon im Mund wunderbar funktioniert hat. Und ich habe meine biologische OP-Methode immer durch Beobachtung weiterentwickelt und es war schön zu sehen, wie einfach der Körper, der Knochen diese alte Technologie damals mit dem Material ja, bestätigt hat. ja, Also es ist ein Weg, der definitiv vom Körper wunderbar ja, akzeptiert wird, ja, wenn die Bruchfestigkeit gegeben ist und genau. den Knackpunkt, den Ja, hast du gut ja. bearbeitet. Also man könnte vielleicht sogar sagen, zurück in die Zukunft, weil eigentlich kommen wir da ja schon ein bisschen her. Schulte hat ja leider noch nicht das heutige Zirkonoxid, sonst wären wahrscheinlich die letzten 30, 40 Jahre anders ausgesehen. Und er hat mir auch noch kurz vor seinem Tod einen persönlichen handgeschriebenen Brief geschickt und hat mir das Versprechen abgenommen, immer einteilig zu bleiben. Und deswegen sind auch meine zweiteiligen einteilig nach dem Straumann Bonefit Tissue-Level-Prinzip. Ähm, Jetzt kommst du ja schon aus der ganz klassischen Titan-Welt, wo man ja
natürlich auch aus ästhetischen Gründen. Wir wissen alle, das Bonefit Straumann Tissue Level war das beste Titanimplantat aller Zeiten. Und auch mit TLX kommt ihr wieder dahin zurück, um die Sicherheit sich zu holen. Aber wir sind dann irgendwann alle auf Bone Level, ich auch in Titan, einfach aus ästhetischen Gründen hauptsächlich und der Möglichkeit, der prothetischen Möglichkeit. Wie ist für dich jetzt die Erfahrung mit STS jetzt? Da ist jetzt ja einige gesetzt in letzter Zeit, wieder zurück in die Zukunft, wieder auf Tissue-Level zu kommen. Ich habe Tissue-Level nie verlassen. Ich bin Tissue-Level geschult seit den 80er, 90ern und bin einfach auch begeistert, dass so frühzeitig alle biologischen Vorteile damals schon erkannt wurden. Also da muss man einfach auch anerkennen, was die Pioniere der damaligen Zeit schon mit Tissue-Level eigentlich erkannt haben. Und es ist jetzt wieder eine Bestätigung, dass wir dort der Biologie sehr gerecht werden. Die Spalten bleiben ein Thema, sind kritisch. Und über die Jahre und Jahrzehnte, wenn Implantate funktionieren, sieht man auch die Folgen, die Spalten mit sich bringen. Also von daher bin ich von dem biologischen Ansatz Tissue-Level durchaus nach wie vor begeistert. Also Bone-Level war gar nicht so dein Ding? Doch, gewesen. Zwischendrin schon, aber ich habe auch zum Beispiel diejenigen, die es nur knochennah angeboten haben, habe ich eigentlich immer mit einem maschinierten Hals eingesetzt. Also ich habe niemals die Beschichtung bis oben angewendet. Okay. Nie. Ja. Okay. Ich meine, es ist ja so, dass unser Vorteil ist ja der, wir sind ja nicht mehr die Allerjüngsten, zumindest was im Pass steht. Unser biologisches Alter ist, denke ich, deutlich jünger als unser echtes Alter. Das Tolle ist, dass, solange man fit bleibt, am Älterwerden, dass man halt irrsinnig Erfahrung sammelt. Und man kann Dinge beobachten, Dinge kommen und gehen. Wir haben gerade eben im Kurs drüber gesprochen, wir kommen beide aus einer Zeit, wo es noch gar kein Knochenersatzmaterial gab. Es gab es einfach nicht. Wir mussten autolog arbeiten. Und deswegen kennen wir natürlich auch besser die Vorteile von den, sagen wir vielleicht, jungen Kollegen, die vor 10 Jahren angefangen haben, die in diese autologe Welt reingewachsen sind. So ähnliche, die sich kein Leben mehr ohne iPhone vorstellen können. Wir wissen noch, wie man sich auf der Skihütte trifft ohne ein iPhone. Die heutige Generation würde es gar nicht mehr schaffen, weil die müssen sich dann ja da abstimmen. Und insofern finde ich das wahnsinnig spannend, was passiert, wenn ich zurückschaue. Und ich muss tatsächlich sagen, ich habe angefangen mit Straumann Bonefit Implantaten. Ich habe viele Patienten heute noch in meinem Klientel und bei aller Periimplantitis-Diskussion und Periimplantitis-Tsunami, meine Bonefit haben einfach, ich habe nicht ein Bonefit mit Periimplantitis gesehen und deswegen, ich persönlich glaube einfach an Tissue-Level. Wir möchten einfach keinen zweiten Spalter unten haben. Ich meine einfach Logik und Erfahrung. Ich habe es jetzt einfach doch viele tausend Male gesehen. Wie ist da dein Statement dazu? Also entscheidend ist, mit eigenem Knochen breit genug, stabil genug, die Durchblutung des Knochens zu ermöglichen. Das ist was du auch immer verfolgst und dir hat es wahrscheinlich auch deswegen viel mehr Erfolg gebracht. Und wenn wir mit dem eigenen autologen Material die Durchblutung und damit die Abwehrkraft erhöhen und dann noch Abstände vom Knochen einhalten, dass eben Zement oder ähnliche Probleme wie Microleakage oder ähnliches weg vom Knochen sind, dann ist der Knochen dankbar. Und das ist was wirklich lange Jahre hält, Jahrzehnte. Was ist so dein Gefühl, weil es gibt ja wahrscheinlich kaum einen, der mehr Implantate gesetzt hat in Deutschland als du und damit ja wirklich irrsinnig viel Erfahrung. Was denkst du, wie wird die Zukunft aussehen? Wird die schwarz und weiß sein oder wird die mal ganz weiß werden? Oder wird die überwiegend weiß werden oder wird weiß ein Nischenprodukt bleiben? Also ich bin überzeugt, mit dem, was jetzt die Materialqualität betrifft und wie schnell sich das dann schlussendlich jetzt so viel verbessert hat, dass das weiß werden wird. Also da bin ich überzeugt. Ich glaube schon. Es wird für ganz wenige Bereiche mit minimalem Implantatzahlen, ganz weiß wahrscheinlich nicht, weil für kleine Implantatzahlen, wenn man an den Kiefer mit vielleicht 1 oder 3 Implantaten denkt oder 4, da wird es Limitationen geben von der einfach Materialbruchanfälligkeit und Extensionen, die wir in Metall schaffen können und weil wir vielleicht diese alten Materialien über lange Zeiträume noch kombinieren wollen, kostengünstig mit minimaler Stützkraft oder Unterstützung und die Anzahl der Implantate wird, wenn sie sehr gering sind, diesen Metallanteil immer noch bewahren.
den brauchen wir ein Stück weit schon. Da müsste noch mal ein Quantensprung, glaube ich, auch in der Materialqualität von Zirkon kommen. Ja, denke ich auch. Natürlich ist es so, wenn man jetzt zurückschauen, die letzten 22 Jahre, die Stabilitäten in Megapascal beispielsweise, die wir damals hatten, die haben sich mittlerweile fast verdoppelt in der Zwischenzeit. Auch die Stabilität der ersten Implantate, die ich nach 14801 getestet habe, lag irgendwo bei 140 bei einem Durchmesser von 3,8. Ist schon nicht so schlecht. Also gibt auch Titane mit dem Durchmesser, die ungefähr da liegen. Heute liegen wir bei 460. Das ist unser Standard, den wir erreichen wollen. Wir haben bereits schon Ausreißer bis 600. Die Frage ist, brauche ich die? Vielleicht brauche ich die gar nicht, die 600, aber natürlich in extremen Fällen. Wir wollen schon eine gewisse Sicherheitsreserve haben. Und insofern ja, lassen wir uns mal überraschen, was da so die nächsten 10 Jahre kommt an Materialentwicklungen. Auch bei Zirkonoxid ist natürlich ein Material, das nicht wie, sagen wir mal, Titan, dort hat man ja auch nochmal kreativ gearbeitet, wie mit Roxolid, Zirkonoxid mit reingemischt und verbessert auch. So kann man sicherlich bei Zirkonoxid durch Brennkurven alle möglichen Dinge sicherlich auch nochmal Verbesserungen erzielen. Was sind neben dieser Thematik für dich, sagen wir mal, so die wesentlichen Vorteile oder ja, was dir gefällt an Keramikimplantaten, die dich jetzt dazu bewogen haben, in das System einzusteigen? Also vielleicht zu dem Punkt davor noch, wo sind die Grenzen und wo wird Metall bleiben? Wenn wir nicht zahnanalog implantieren, also große Spannen haben oder auch mit Prothesen, also einer Beweglichkeit der Überkonstruktion, dann haben wir im Metall noch Vorteile. Das muss man, also da wird es bleiben. Ja, stimme ich auch zu. Und sobald wir aber in die biologische zahnanaloge Versorgung gehen dürfen, also wirklich wieder das Prinzip ein Zahn mit der Beweglichkeit im Knochen, mit der Kaukraft, dann wird die Schwachstelle der Kronen, die Überkonstruktion bleibt die Schwachstelle, die Bruchanfälligkeit wird sich dort sonst zeigen, aber wenn wir das Einzelzahnkonzept hier verfolgen, dann ist die Biologie perfekt dankbar. Also das sieht man im eigenen Knochen, der eigene Zahn, das Zirkonimplantat mit Zirkonüberkonstruktion ist völlig akzeptiert. Also ich glaube, da ist die Biologie schon sehr gut imitiert. Ich will das Stichwort Biologie aufgreifen. Ich habe die letzten Jahre immer gesagt, die Biologie ist die Mutter der Implantologie und war dann natürlich begeistert und fasziniert vom Titel der DGI-Jahrestagung, Biologie ist der Kompass in der Implantologie. Du warst jetzt hier den zweiten Tag bei unserem Kurs Biologische Zahnheilkunde und Keramikimplantate. Ich glaube und ich hoffe, es hat sich bestätigt, dass es sich hier nicht um ein naturheilkundig-esoterisches Konzept handelt, sondern wirklich wissenschaftsbasiert, logisch, biologisch, immunologisch. Was hat dich hier am meisten fasziniert? Gibt es Widersprüche oder bestätigt es deine Erfahrungen? Ja, was waren da vielleicht so die Highlights aus den 2 Tagen? Das ist eine riskante Frage, weil wir ja nichts abgesprochen haben und du spontan mich jetzt zum Gespräch eingeladen hast. Ich bin begeistert. Dass sich das Fenster des Ärztlichen für mich noch mehr geöffnet hat. Wir selber degradieren uns in unserem Beruf zu reinen Handwerkern und das ist auch genau die Schnittstelle zu diesem metallischen Denken. Ja, wie kann ich einen Werkstoff und nicht den Patient als Mensch und Biologie, wie kann ich einen Werkstoff am sichersten über Jahre einsetzen? Ja. Und davon hast du und einfach der Gedanke, den du seit 30 Jahren verfolgst, sich komplett abgekoppelt und hat wirklich den Arzt und die biologischen Zusammenhänge jetzt für uns verständlich gemacht. Das ist in einem extremen Konzept von dir schon wirklich in sehr gute Einzelteile zerlegt worden, dass man sich sozusagen Bausteine selber rausnehmen kann. Nicht jeder muss 100% kopieren, das wird es auch nie geben, aber es ist in der Biologie, in der Anatomie des Patienten sehr verständlich und natürlich kritischer Blick ist es jetzt zu viel Geschüttel und das, was manche kritisieren an dem biologischen Denken, das kann ich definitiv nehmen, weil es ärztlich fundiert ist. Das zeigt aber auch die Wissenschaft, die du ja immer unterlegst. Ja. Du bist jetzt, glaube ich, 54 Jahre alt. Wie viele Jahre willst du noch arbeiten? Eher mit 60 aufhören, mit 64 aufhören oder siehst du dich eher
so, solange die Augen und die Hände funktionieren, da drin zu bleiben? Also mir sagen Musst du die 100.000 noch knacken? Das soll nicht das Ziel sein. Nee, ich bin eher dankbar dafür, dass ich jetzt eine Erweiterung in die ärztliche Denkweise gekriegt habe durch dich. Dafür bin ich dankbar, weil du meinen Weg jetzt wieder intensiv beeinflusst und ich nicht nur auf einer Autobahngeschwindigkeit verfolge. Und das ist auch ein enormer Ansporn, das einfach jetzt noch mit diesem Erfahrungsschatz, den du auch ansprichst, das haben die anderen nicht, werden es vielleicht nie erreichen, so viele Patienten versorgen zu dürfen. Ja, ich bin für jeden Patienten dankbar, der sich anvertraut hat, weil man ein Stück von seiner Lebensenergie und Erfahrung auch teilen darf. Und ich glaube, viele Kollegen, die jetzt mit mir schon zusammengearbeitet haben, die haben es gesagt, naja, du hörst eh nie auf, dass das einen, wenn man so begeisterten Beruf macht, lange verfolgen und auch begeistern wird. Also ich habe keine klassische Renten- und Alterszahl, die mir vorschwebt, sondern solange das so viel Spaß macht, werde ich es intensiv machen. Okay, also keine Exit-Strategie sozusagen. Nee, definitiv nicht. Sehr gut. Nee, das freut mich zu hören, weil ich da eine ganz gleiche Einstellung habe. Ich sage, solange die Hände und die Augen funktionieren und ich das noch so gut kann wie meine Kollegen oder besser, dann bleibe ich dabei. Und es ist ja gerade das, dass wir einfach diese Erfahrung, das ist wirklich schön. Ich bin auf der DGI im Professor der Heiden begegnet und er hat gesagt, schauen Sie, Herr Volz, unser Beruf ist ja so toll, weil wir werden in einem Alter immer besser, wo andere Berufe schon lange, ich meine, Fußballer muss mit 39 einfach aufhören, da geht es nicht mehr. Und wir haben den Vorteil, dass wir wirklich vielleicht auch 70 bis 75 einfach immer noch besser werden können, durch die Erfahrung einfach. Und das fasziniert mich an dem Beruf, muss ich wirklich sagen. Und was mich jetzt noch interessieren würde, ein ganz anderes Thema, du gibst ja auch sehr, sehr viele Fortbildungen. Siehst du da auch so ein bisschen die Idee, vielleicht auch mal ein bisschen Keramik und Weiß reinzubringen, dass man das auch so adaptiert an deine Idee, an dein Konzept, an Patientenklientel, auch da ein bisschen was über SDS erfahren kann? Also definitiv, das verfolge ich gedanklich jetzt schon, seitdem ich da die Bausteine mehr kennengelernt habe. Es passt zu meinem Knochenverständnis, zu meinem Weichgewebsverständnis. Biologie. Vieles, was ich mir vor vielleicht 15, 20 Jahren in meinem Kämmerchen schon überlegt habe und in der Praxis für mich umsetze und unser Team, hast du aufgegriffen und im Konzept bereichert. Also von daher ist es für mich ein Baustein, den ich gerne weitergeben will. Und ich habe zum Beispiel sehr frühzeitig von Kramer Nevins, Boston, Massachusetts, kennen und schätzen gelernt, dass man auch mit 75 oder älter noch ganz viel den Jungen mitgeben kann von dieser Berufserfahrung. Und das ist ein Geschenk, wenn dann Leute zuhören dürfen, für beide Seiten. Ja, sehr gut. Weil du jetzt Nevins nennst, der hat ja 2011 veröffentlicht, die Anheftung der Gingiva an Zirkonoxid. Gibt sehr schöne Histologien, zeige ich in meinen Kursen immer. Also auch der war schon hier auf der Schiene. Vielleicht noch die letzte oder zweitletzte Frage. Kann man bei dir in deinen Praxen auch bei dir hospitieren, zuschauen, lernen? Geht es? Kann man da hinkommen? Wir wollen und werden es wieder etablieren. Also nächstes Jahr hatte ich mir da jetzt auch wieder einiges vorgenommen. Wir wollen das dann auch anbieten im Internet. Also das werden wir wieder integrieren. Es war eine Zeit lang jetzt nicht der Fall. Wird kommen. Ja. Also ich durfte bei dir einen Tag dabei sein. Ich muss sagen, mich hat es fasziniert, dein Umgang mit den Patienten. Also ich kann eigentlich jeden, der mal hospitieren möchte, nur motivieren, hier beim Ralf Masur zu hospitieren, weil das Manuelle des Arbeiten ist das eine, aber den Unterschied in der Patientenführung, wie ich an den Patienten rangehe, wie ich an den Patienten umgehe, wie ich den Patienten motiviere. Wir wissen aus Demoskopien, dass bei einer Spätimplantation verlieren wir 50 bis 70% der Patienten. Die kommen nicht mehr wieder. Bei dir kommen wie viel Prozent wieder nach der Extraktion? Gefühlt 80. Ja. Und das liegt eben an der Persönlichkeit, wie gehe ich mit den Patienten um. Und das hat mich wirklich fasziniert. Bei dir, als ich da dabei sein durfte, ich habe abends meiner Frau gesagt, das war unglaublich, dazu zu schauen. Der Mann weiß, was er tut, oder vielleicht weiß er es auch nicht und macht es einfach richtig. Manchmal sind die Gefühle entscheidend. Also ich glaube, das ist einfach Teil deiner bayerisch-herzlichen Mentalität. Also ich fand es total faszinierend. Ich kann es nur jedem empfehlen, mal
vorbeizugehen, wenn es dann soweit ist. Hospitieren, ich habe selber wahnsinnig viel bei anderen zugeschaut. Ich halte es für eins der elementarsten Möglichkeiten zu lernen, den auf den vorzuhängen. Wir wissen es beide, wir zeigen ganz oft natürlich auch unsere schönen Fälle. Nach 58.000 Implantaten hat man viele schöne Fälle. Aber interessant ist eigentlich eben dann wirklich zu sehen, wie ist in der Praxis, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Und ich denke, jeder, der sich über die Schulter schauen lässt, da weiß man, der kann erstens mal auch mit Komplikationen umgehen, denn die passieren auch, wenn jemand zuschaut. Und zweitens, der ist auch ehrlich und sein Konzept funktioniert auch, weil man lässt natürlich niemanden zuschauen, wenn man 99% verstecken müsste. Ja, das Sehr ist gut. richtig. Als letztes gibt es noch irgendeine Message, die du an unsere Zuhörer, wir wissen noch gar nicht, wer die Zuhörer sein werden, also wir freuen uns, dass ihr das heute anschaut, an die Zuhörer mitgeben möchtest für unseren Berufsstand, für die Implantologie, für Keramik, was auch immer, irgendetwas Persönliches, was dir am Herzen liegt. Vielleicht die Vereinigung von deinem Spirit, Ehrgeiz und aber auch deinem Ziel, deiner Vision. Jeder, der eine Vision hat, soll sie verfolgen, soll ihr treu bleiben. Es gibt Widerstände, die immer wieder kommen werden, weil es Andersdenkende und andere Meinungen gibt. Das ist auch legitim. Und ich denke, wenn man mit Herzblut eine Sache macht, sollte man sie verfolgen und dann wird man auch entsprechend glücklich. Ich glaube, das können wir beide bestätigen. Ja. Und deswegen auch das Berufsinteresse und den Spaß am Beruf so lange behalten. Ja, schön, wunderbar. Also ein besseres Schlusswort kann ich auch nicht machen. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du da bist. Ich sehe das wirklich als eine Ehre an, dich 3 Tage hier zu haben. Und ja, wir haben jetzt noch ein paar Stunden vor uns und danke für dieses Gespräch. Sehr gerne. Vielen Dank dir für die Einladung. Danke.